Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und ihr seht schon, ich sehe aus wie ein adipöser Clown, denn ich bin im Rennanzug. Heißt, heute ist Jan in Gefahr. Jesse hat sich ewig auf diesen Tag gefreut, denn endlich geht es auf die Rennstrecke. Ja, und hier haben wir was dabei, auf das Opel stolz ist. Nämlich, ja, ich glaube, das erste Serienkonzept von einem Rallye-Fahrzeug, das elektrisch ist. Und was man sich da hingenommen hat, ist der Opel Corsa E. Ne? Und der nimmt jetzt teil, hier auf der Seite steht es drauf, an dem ADAC Opel E-Rally Cup. Ja, da kann man sich anmelden, das Auto kostet 50.000 Euro. Bisher gibt es 14 Teilnehmer. Da gibt es Preisgelder von bis zu 100.000 Euro. Aber eigentlich ist der Hintergrund, dass ich euch heute zeigen will, was dieses Auto kann und überraschenderweise, wie viel Serien Corsa E noch in dieser absoluten Rennmöhre steckt. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert den Kanal, dass es sich auch lohnt, dass ich heute hier im Regen stehe, friere und richtig in Gefahr bin. Dann gibt es einen kleinen Kuss von mir am Anfang. Mua. Ja, und am Anfang will ich natürlich erstmal über unseren Kooperationspartner sprechen, der dieses Auto ganz bestimmt nicht im Leasing hat. Das ist GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern und suchen für euch den garantiert besten Leasingpreis. So, jetzt muss man natürlich ein bisschen ausholen. Wo kommt eigentlich jetzt der Corsa E her? Opel ist inzwischen Mitglied im Stellantis-Konzern. Ne? Man hat jetzt die Plattform, die kleine Plattform für elektrische Fahrzeuge. Und das ist jetzt hier das erste Produkt davon. Und das Auto kam natürlich richtig schweinegut an. Lieferzeiten sind hoch, jeder will es. Und im Motorsport gibt es gerade aktuell so ein bisschen ein Problem. Die Motorsportfans da draußen haben natürlich einfach Angst, dass es den Motorsport in Zukunft nicht mehr geben wird. Auch Opel. Und deswegen hier dieser ADAC E-Rally Cup. Und das ist jetzt eine gute Sache mit dem Auto. Ich bin allerdings dafür da, euch nicht nur zu erklären, warum es das jetzt gibt. Das ist eigentlich gar nicht so interessant. Viel wichtiger ist, dass es uns gibt, dass ihr den Kanal abonniert und dass ich euch erkläre, wie viel Opel Corsa E jetzt noch hier im Opel Corsa E Rally steckt. Und zwar richtig viel. Natürlich haben wir hier vorne diese Beklebung, die die Projektion von der Sonne ein bisschen vom Fahrer abhalten soll. Aber ihr seht schon an der Haube hier vorne Schnellverschlüsse. Ihr seht schon hier unten Abschlepphaken. Ihr seht Opel in Gelb, in Neongelb drauf. Sieht ein bisschen aus wie unser Car Crash Logo und man ist schweinestolz auf dieses Auto. Was ich euch jetzt natürlich zeigen will, ist, dass das Auto mit dem Opel Blitz hier vorne noch sehr viel damit zu tun hat, ja, was der Corsa E natürlich schon ohnehin drauf hat. Und der hat seinen Akku hier unten. 50 Kilowattstunden ist der groß, wiegt 300 Kilo. Warum ist das perfekt für einen Rallye Sport? Man kann ein bisschen hoch sitzen, der Schwerpunkt ist tief und natürlich das Drehmoment von dem Motor, ne, der ja 136 PS hat, liegt direkt an. Und dann ist natürlich noch eine große Sache, die Hinterachse, die ist die vom Opel Corsa E, serienmäßig geblieben. Und jetzt haben wir ja hier schöne Braid-Felgen drauf für den Rallye Sport, Michelin-Bereifung, 17 Zöller, Brembo-Bremse hinten, Brembo-Bremse vorne. Der Antrieb beim Auto ist ja vorne. Was hat man angepasst? Natürlich haben wir ein Torsen-Sperrdifferential hier drin. Die Brembo haben wir hier drin. Wir haben Eibach-Federn drin. Ja, und dann haben wir noch Bilstein-Stoßdämpfern und Federn. Die Federbeine sind von McPherson hier vorne drin. Also an der Vorderachse hat sich schon ein bisschen was getan. Klar, da haben wir natürlich sehr viel Kraft. Und jetzt schaut mal hier rein. Corsa E-Rally steht hier drin. Wir haben hier einen Überrollkäfig. Wir haben hier eine Fly-Off-Handbremse drin. Das ist großartig. Ich habe richtig schweineviel Bock, dieses Auto zu fahren. Und Opel kann das Auto bekleben. E steht hier zum Beispiel auch in der Tür. Ihr seht schon, eigentlich ist alles rausgebaut, was viel Gewicht braucht. Opel Blitz hier auf dem Dach. Großartig. Opel Rally hier ist der Hashtag. Dann haben wir hier so einen Dachkantenspoiler und hinten hat sich natürlich auch relativ viel getan. Wir haben vorne Halogenlichter, hinten die sind jetzt aus. Und jetzt schaut mal mit mir hier runter. Da haben wir 400 Watt Lautsprecher. Da gibt es irgendwie 2 Stufen, die machen so ein Geräusch. Das hat man lange gebraucht, hat ein System von der Marine dann gefunden. Kann man an- und ausmachen. Ich hoffe, ihr hört das nachher auch noch.
Ja, Abschlepphaken wieder hier hinten. Michelin ist ganz offensichtlich Sponsor. Das ist schon ein sehr geiles Auto. Und guckt mal hier hinten, so macht man das auf, auch mit diesem Schnellverschluss jetzt hier. Und jetzt schaut mal da hinten rein. Ich glaube, jeder Rallye- und Rennsport-Fan da hinten liebt das. Das ist ja sowas von geil. Alles draußen, was Gewicht kostet, ist natürlich auch ja, richtig gut. Aber das Auto hat eben noch sehr viel mit dem Corsa E zu tun, den ihr auch kaufen könnt. Klar, wenn ihr jetzt Verrückte seid und sagt, ihr wollt bei der Rallye mitfahren, geht das auch. Und jetzt ist es interessant, denn man hat sich mit einer Firma zusammengetan, die sagt, okay, wir wollen das hinbekommen, dass wir unsere 14 Teilnehmer bei der Rallye laden können. Und ihr könnt dieses Auto mit bis zu 100 kW laden und dann wäre das in 30, 35 Minuten voll. Das ist richtig gut. Ich liebe dieses Auto. Ich stehe ja auf kleine Autos mit viel Leistung. Das ist für mich ein Riesenmatch und habe ich schon gesagt, dass ich mich tierisch freue, den zu fahren. Was wir jetzt machen vorne ist mal noch die Haube auf. So, auch wieder Schnellverschlüsse. Und jetzt ist es interessant. Ich habe euch ja schon angekündigt, der Motor ist eigentlich perfekt für einen Rennsport. Ne? Wir haben nämlich 100 kW, 136 PS. Das Drehmoment liegt direkt an. Das Auto wiegt, glaube ich, ganz knapp unter 1,5 Tonnen. Ist immer noch kein Leichtgewicht natürlich. Sperrdifferential vorne. Und wir sind ein bisschen schneller auf 107,5 Sekunden. Um die 160 km/h soll er insgesamt schnell werden. Da ist er der Motor. Bisschen Opel Blitz da nochmal drauf an der Vorderachse. Aber ansonsten wird es, glaube ich, jetzt lustig, weil jetzt seht ihr mal, wie der dicke Mann sich hier reinzwängen muss in die Sparco-Sitze hier. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da reinpasse. Ja, also erstmal klappt es, glaube ich, ganz gut. Ach, klappt gut. So. Und jetzt brauche ich einen Orthopäden. Aber ich sage euch was, hier drin, wie es aussieht, Sparco-Lenkrad, Fly-Off-Handbremse, hier Käfig. Alter, ich hätte eigentlich direkt Bock, Rallye zu fahren. Und ich sage euch was, tschüss, ich fahr los. So, dann fahren wir jetzt los. Jesse vor allem in Gefahr, das Auto geht an. Wir ziehen hier auf D und der fährt sich ja wie der normale Corsa. Und jetzt hört er schon das Geräusch. Wie geil ist denn das? Jesse hat maximal Angst. Die Strecke ist auch nass. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Das ist krass, weil es ist halt wie in einem richtigen Rallye-Auto. Lenkung mega geil. Die haben ja auch hier gesagt von Opel, ey Jan, pass ein bisschen auf, es ist nass. Und die Bremse, die funktioniert halt richtig stark hier. Aber unglaublich direkt, unglaublich echtes Rennauto hier. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil man braucht richtig Kraft zum Drücken. Ich bin gleich mal gespannt, wie Jesse das schafft. Was wir jetzt hier mal schnell machen, Vollbremsung, wieder Gas geben. Ja. Und hier ist ein bisschen Rallye-Kurs abgesteckt. Eieiei. Und ich glaube, die kleine Warnung, dass es hier nass ist, war ganz okay. Und jetzt schaut mal hier, man sieht natürlich mit meiner Kamera gar nicht mehr so gut hier raus. Aber das Auto, man merkt, geil tiefer Schwerpunkt, klebt auf der Straße ohne Ende. Und der Käfig, das ist eine Steifigkeit hier drin, unglaublich. Unglaublich, wirklich. Und das ist halt geil, weil man halt an dem Auto merkt, es kommt überhaupt nicht drauf an, wie die Beschleunigung ist, sondern wie man halt fahren kann, wie der in der Kurve liegt und das Drehmoment fürs Rallye-Fahren perfekt, weil es liegt halt einfach gleich an. Das ist wirklich großartig. Ehrlicherweise, liebe Opel-Freunde, ich würde den gern mitnehmen und einfach einmal, schaut mal hier, Bremse, Jesse, für später, muss man richtig drücken und einfach zu Hause in Offenburg damit rumfahren. Ich werde auch ein bisschen warm im Auto. Habe jetzt nicht die ideale Sitzposition gleich hier drin, man merkt schon, ja, das Auto, Fahrwerk ist großartig und wäre ich Opel, ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, auch echt stolz drauf, dass mein Corsa E zu so einer geilen Rennmaschine wird. Das hat man ja mit dem Adam damals schon geschafft und guckt mal hier, Frontantrieb ist halt auch geil, weil es ist nass und durch Sperrdifferential vorne stempelt da kaum was rein eigentlich. Und der Ton
Das ist ein bisschen Star Wars, oder Jessie? Wie gefällt er dir? Ich fühle mich hier wie in einem Raumschiff. Und jetzt guck mal hier, Rallye. Guck mal, wie der klebt. Krass. Richtig gut. Ey, Jessie, ich sag dir was, ich will nicht mehr raus aus dem Auto. Es ist auch überhaupt kein Beruf gerade, es ist Leidenschaft. Das ist Fun. So weit mein Fall. Großartig. Schaut euch das mal hier an. Wie der klebt. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wenn ihr ein bisschen Geld investieren wollt, für 50.000 Euro kann ich euch eins sagen. Mir wird wenig einfallen, wo ihr da so eine Rennsemmel bekommt. Elektromobilität ist in Zukunft angekommen. Ist ja angekommen einfach, würde ich sagen. Auch, Fehlt dir der Verbrenner? hä? Fehlt dir der Verbrenner? Mir fehlt ein Scheiß. Dann hast du ja auch keine Traktionskontrolle, ne? So sieht's aus. Keine Traktionskontrolle, brauche ich aber auch nicht. Ich habe ja ein Sperrdifferential da vorne. Kein Antiblockiersystem. Antiblockiersystem. Und ist Sound. den Ton kann man auch irgendwie ausmachen. Ich glaube, der wird mich irgendwann nerven. Ja. Bin halt so ein Verbrennerkind, ne? Großartig hier. Das Einzige, was halt noch geil wäre, wäre ein Allrad. Ich habe Opel versprechen müssen, dass ich hier diese Handbremse nicht ausprobiere. Das machen wir dann beim Jessie im Gefahrvideo. Und eigentlich wird man sich echt wünschen, dass es trocken wäre. Weil so ist es natürlich noch ein bisschen schwierig für mich jetzt, auf den ersten Runden hier ja, abzuschätzen, einfach wie die Traktion von dem Auto ist. Und da merkt man schon, okay, da geht das Rad außen ein bisschen weg. Hast du Angst, Jessie? Ja, und ich habe die Orientierung verloren. Die Orientierung ist eine Rundstrecke, da kann man nicht so viel Orientierung haben. Ne? Geht ja nur im Kreis. Oh, da war ich an der Kamera. Großartig. Ich will hier nicht mehr raus. 160 wird er schnell, aber ehrlicherweise, das macht ja gar nichts, weil es geht ja sowieso nicht um die Höchstgeschwindigkeit, sondern um die Traktion. Und das ist großartig, wirklich unglaublich geil. Aber was ich jetzt mache, ist zurückfahren und euch ein Fazit zaubern. Kleiner Drift noch zum Abschied. Ja, das funktioniert. Man braucht eben nur genug Drehmoment anlegen. Ja, kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, ich habe Schiss, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Jetzt schauen wir mal. Easy, easy. Ich bin 1,88 groß. In normalen Corsa passe ich rein, hier deshalb auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie krass war eigentlich dieser Tag heute? Wie geil ist dieses Auto? Und wenn man mal so eine Elektromobilität erfahren hat, ich war ja mit dem ID.R zum Beispiel ja, auf Pikes Peak und die Beschleunigung ist halt krass, ne? Das geht halt kaum krasser. Und wahrscheinlich ist die Elektromobilität auch die Rennsportmobilität der Zukunft. Kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn jetzt viele Rennsportfans natürlich abkotzen werden wahrscheinlich. Aber Zukunft ist halt nun mal jetzt. Und dann ist natürlich die Frage, was kostet er? 50.000 Euro. Wenn ihr die habt, wenn ihr eine Rennlizenz habt, dann könnt ihr einfach bei der Opel Rallye hier mit ADAC mitfahren. Aber ich muss euch so ein bisschen den Zahn ziehen. Das ist eine ziemlich ambitionierte Nachwuchsrallye. Das heißt, ihr solltet da natürlich gut fahren können und wahrscheinlich wäre es irgendwie auch gut, wenn ihr das schon mal gemacht hättet. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich den Opel Corsa E als Grundauto auf der Stellantis-Plattform halt richtig gut finde. Und das sieht man halt auch, das Auto könnt ihr nehmen, 2, 3 Modifikationen in Rennsport schmeißen und das funktioniert irgendwie. Das ist natürlich eine krasse Sache. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern und suchen für euch den garantiert besten Preis. Hier seid ihr allerdings gelandet bei The Car Crash Review. Ja, wenn ihr das ein bisschen honorieren wollt, dass ich mich in dieses Auto gequetscht habe und in diesen Anzug, dann abonniert ihr genau jetzt den Kanal, denn bei uns bekommt ihr jeden Tag ein Review von einer neuen Karre, sonntags so ein Halo-Video. Ich bedanke mich bei euch.